Final Destination Australia. Super Start für den Vlog. Moin, moin werte Freunde. Wir sind jetzt seit über 6 Monaten in Australien und wir haben uns gedacht, Mensch, jetzt wird es doch endlich mal Zeit, auch mal zu zeigen, was wir eigentlich gemacht haben. Wir sind natürlich erstmal in Australien gelandet. Nachdem wir es dann vom Flughafen weggeschafft haben, wurden wir erstmal davon begrüßt. Und danach sind wir erstmal in die blauen Berge hochgefahren. Wo wir Weihnachten bei meiner Tante verbracht haben. The other day. Meaning a crush. It's hard to be like. Oh yeah, no. Ach, no, und ein Hund. Und weil es Weihnachten war, haben wir uns natürlich erstmal selbst ein Geschenk gemacht. Cheers, lovely. Also Ski. Oh! Oh yeah. And look, it's got a very nice bee on it. Oh, das hier ist Bernie, unser Bus. Und der ist randvoll mit Krimskrams, also... Ein Rücken. Ja, räumen wir ihn aus. Let's go! Können hier echt aufrecht drin stehen. Hier noch Fenster. Da ist bestimmt so eine Huntsman drin. Ne. Angeblich haben wir nämlich auch einen Herd hier drin. Das ist eine Spüle. Damit wir Bernie jetzt auch fahren durften, mussten wir Bernie natürlich erstmal anmelden. Kann man das eintragen lassen, dass der Bernie heißt? Wir sind noch eine Weile hier. Und sind danach auf Jungfernfahrt gegangen. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Wir fahren jetzt seit 2 Minuten? Das ist übrigens Anna auf der ersten Fahrt. Schaut, wie entspannt sie ist. Was ist Ihnen umgefallen? Unser erstes Auto. The father of Australian woman Justine Das ist Dana unser has erstes eigenes spoken Auto. to Wow, the er fährt schon! Crime about the investigation. A thorough investigation could still be conducted. Und wo wir schon in den blauen Bergen sind, sind wir natürlich auch wandern gegangen. Hier ist Annas erste Buswanderung. Anna war noch nie im australischen Bus. Ist auch logisch, weil Anna war noch nie in Australien. Ja? Wenig Wasser. Normalerweise ist es ja nicht voll. Wow. Und Gabi, ist dir warm? Nur ein bisschen. Ja, ich auch nicht. Und? Schön. Was willst du von mir? Ja, das ist eine feine Suppe. Wer bringt denn Suppe mit hier hin? Gabi, was ist deine Idee? Suppe mit Brot. Isst man in der Not. Natürlich waren wir jetzt nicht nur in den blauen Bergen unterwegs, nein, wir haben uns natürlich auch Sydney angeguckt. Wie gefällt dir der erste Strand so in Australien? Sehr gut. Nehmen wir uns jetzt ein frittiertes Maß. Ja, ne. Why? Du wolltest gerade abnehmen, hast du. Du wolltest, dass wir abnehmen, das ist wohl was ganz anderes. Hello! Wir sind jetzt am Bondi Beach. Das ist ein ganz berühmter Strand, weil hier kann man schwimmen oder auch im Sand liegen oder surfen. Oder wenn man ganz cool ist, kann man da auch parken. Das erklärt natürlich, warum das hier so voll ist. Und Anna, wie findest du diesen total überbevölkerten, mir fallen nicht mal Wörter ein, Strand? Sehr geil. Ja, für mich ist das natürlich der Inbegriff von einem schönen Strand. Ich finde ja ganz toll, wenn so viele Menschen aufeinander kommen und sich sagen, Mensch, komm, lass uns doch zusammen die Sonne genießen. Ja. So ein soziales Sonnenevent hier sich geben. Ja. Das ist doch voll cool. Du kannst Geil! sagen, wir müssen hier
Freunde machen. Ja. Dann können wir in der Gruppe da sitzen. Toll. Gespräche führen. Ein Bier für 8 $ trinken, das ist eine geile Idee. Wir können auch ein Wasser trinken. Lass mal in den größten Menschenfleck gehen, den wir finden können und da schwimmen gehen. Ganz ehrlich, das ist voll geil. Das ist alles, was du brauchst. Maß, ein bisschen Kalorien außen dran, Bisschen Vitamine. Zucker. Wollen wir mal probieren? Was ist? Komm, ist geil. Aber noch mal reinbeißen. Weißt du, erst lästern und dann wieder reinbeißen. So, wir sind jetzt in Sydney. Was machst du da? Mein Bikini. Oh, geil. Was man in Sydney ja klassisch macht, ist Feuerwerk gucken an der Harbour Bridge. Und wir haben uns so einen geilen Spot gesucht. Oh mein Gott. Das lenkt mich ein bisschen ab, Anna. Kacke, jetzt habe ich der als Überraschung eine Halskette gekauft. Jetzt ist die so verheddert, dass wir die auseinanderfriemeln, während sie mit ihrem Ex redet, ja? Get it? Oh Anna, du bist ja zurück. Wo warst du denn, hä? Ja, mach mal lieber Essen. Das war eine gute Party. Awesome war, wird auch Ach, 2018. Wie startet man so ein Jahr? Am besten, indem man im Sydney-Hafenbecken schwimmen geht. Und von der Polizei wahrscheinlich erstmal. Weißt du, was ich richtig schön finde? Dieser ganze Stress von der Weihnachtszeit und alles dahin, das fällt einfach alles ab. Jetzt ist ein neues Jahr. So. Kein Stress. Psst, das ja keiner wissen. Jetzt einfach ein neues Jahr und neue Chancen, neue Möglichkeiten. Mein Gott, ist das nicht mal ein Ausblick, um ein Jahr anzufangen? Nach über einem Monat in den Blauen Bergen und Sydney wurde es dann Zeit, uns endlich mal auf unseren Roadtrip zu machen. Unser Kühler ist kaputt. Der wurde mittlerweile 3-mal gefixt. Einmal von einem Semi-Profi, einmal von einem Dirtbike-Spezialisten und einmal von einem Kühlerspezialisten. Naja, wie gesagt, der Kühler ist wieder kaputt und wir haben jetzt die Wahl. Wir können eine Säge nehmen, wir können es kleben oder wir kaufen einen neuen Kühler. Wir haben uns für die Säge entschieden.
Unterwegs lernt man immer nette Leute kennen und wir hatten das Glück, Phil Scott kennenzulernen. Yeah. Yeah, and you didn't get robbed or kidnapped? Oh, good. Way easier when you speak their language. Yeah. Bei Phil konnten wir nicht nur endlich mal wieder duschen, nein, wir konnten auch endlich unseren Van fertig bauen. What were you going to do with the other thing? Nach Südaustralien darf man keine Früchte bringen. Deswegen werden wir jetzt gesearched, ob wir Früchte haben. Achtung, jetzt kommt's. Hey there. Just gonna have a look around. Is Yeah. any fruit or vegetables? No, we on threw it all away. No, we ate it excellent, actually. Cool. So just gonna have a look in any Yeah. fridges and essence. Yeah, the fridge is right here. Yeah, excellent. Oh boy, da sind wir ja gerade noch mal so rausgekommen, ne? Hätte Jana ihren Apfelpo gezeigt, dann wäre das hier aber schief gegangen. Cheers. Cheers, To the friends of first job. Nice. Just pretend. Und so sind wir dann im südaustralischen Riverland gelandet, wo wir unseren ersten Australia Day verbracht haben. Oh, wir sind jetzt in Barrie. Das ist ein kleiner Ort, in dem wir Arbeit gefunden haben, in Südaustralien. Und hier gibt es jetzt am Australia Day Free Breakfast und ich glaube auch Free Entertainment. Gebt euch das mal. You break my heart alone. Hot wine, Tomorrow and for then they the come camera. back drunk to work. Oh, well, it's been lovely meeting you guys. We're here in Martins Bend in Berry, in the Riverland, South Australia. That's right. Redneck Race Day. Hier sind so kleine Boote, so super Speedboote, die fahren hier rum. Und das passiert nur alle 2 Jahre, also haben wir echt Glück, dass wir da sind gerade, ne? Immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Es wird spektakulär. Wir haben 2 Liter Eiskoffee, ein paar Bierchen und wir gönnen uns jetzt einfach. Und irgendwie wurde das Riverland dann unser Zuhause für die nächsten paar Wochen. Auf jeden Fall Tim Tams. We're gonna shoot stuff. Das ist das Gefühl, ich schaue alle an. Nach über 6 Wochen war es dann Zeit, mal weiterzuziehen. Annas Geburtstag stand vor der Tür. Guten Morgen, Anna. Ich meine 30. So, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ist das, Ich wüsste es gerne, aber ich weiß es nicht. soll ich dir sagen? Nein. Man gucke dieses Video. Also, yeah. Und so sind wir dann letztendlich auf Bali gelandet. Oh, wow. Keine
Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Die haben gesagt, die stellen Kuchen hin. Oh mein Gott, das ist ja eine ganze Torte. Und Anna, ist es nicht ein Träumchen, hier so ein bisschen vegan Lifestyle Food? And look at this atmosphere here, like oh jeez, das ist so nice, dieses Food. Ich meine, guck dir das mal an. Undefinierbar, etwas Körniges, ist bestimmt total vegan. Das Schöne an den Reisterrassen ist, wie gesagt, Touristen null. Ne? Also alles, was hier ist, sind wir und der Rauch. Und das ist überhaupt nicht gelogen. Instagram genötigt. Ja. Was fällt dir zu Reis ein? Wir wissen immer noch nicht, wie Reis gemacht wird. Ich glaube, wir haben schon mal gesagt, wir müssen rausfinden, wo Reis eigentlich herkommt. Da unten wächst Reis, ja, aber immer noch keine Ahnung wie. Und ich glaube, man schüttelt den aus und dann hat man Körner. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir müssen ein YouTube-Tutorial gucken. Ja, YouTube-Tutorial zu Reis. Wenn da jemand was weiß, einen guten Link, ne, schickt einfach rein. Ansonsten gibt es hier Katzenkacke-Kaffee. Kaffee Luwak. Katzenkacke-Kaffee? Ja. Gut, schön. Ist vor allem sehr heiß. Schmeckt wie Kaffee halt. Man schmeckt auf jeden Fall die Kotnote. Ne? Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Kornöl rein. Wir sind jetzt hier in Heiligenbäder. Ich weiß nicht. Alle haben hier so ein Ritual, dass sie hier reinsteigen, sich waschen und kneten. Und, ich habe natürlich keine Ahnung davon, aber ich werde es trotzdem machen. Wo wir jetzt schon mal auf Bali waren, sind wir natürlich auch gleich rüber auf die Gili-Inseln. Anna, hast du Lust, dich da anzustellen? Ich weiß nicht, ist mir ein bisschen peinlich. Jetzt bietet sich Gili natürlich super zum Tauchen an und glücklicherweise hat die Anna da auch ihren Hang zum Tauchen entdeckt und endlich einen Tauchschein gemacht. Oh, hey. Anna, good job. Wir sind jetzt auf Gili Meno, der kleinsten der 3 Gili-Inseln, und wir machen jetzt was ganz Besonderes. Anna. Da wir jetzt so richtig Professional Divers sind, werden wir schnorcheln. Ich glaube, da vorne sehe ich auch welche. Und werden uns 48 Statuen unten im Meer.
der fast unsere Windschutzscheibe zertrümmert hat. Alla, bist du böse? Ja.